Wir sind einfach noch viel zu stark von fossilen Energieträgern abhängig. Beispielsweise haben wir 2020 nur 17% unseres Energiebedarfs durch erneuerbare Energien gedeckt, was natürlich viel zu wenig ist. Das heißt, bis zur Klimaneutralität 2045 haben wir einfach noch einen richtig langen Weg vor uns und müssen vor allem auch viele Maßnahmen kombinieren, um das zu schaffen. SMARS steht für Smart Microgrids as a Service und das ist ein Forschungsprojekt, was wir gemeinsam mit mehreren Partnern aus Industrie und Forschung ins Leben gerufen haben. Und das Ziel von SMARS ist, dass wir die Endverbraucherinnen einfach aktiv mit einbeziehen. Wir machen das, indem wir ein System entwickeln und testen, in dem die Verbraucherinnen miteinander mit Strom und Wärme handeln können. Und das Ganze haben wir in 3 Testgebieten umgesetzt. Einmal in 2 Wohngebieten in Ettlingen und Landau und dann noch in einem Bürokomplex am Campus Nord des KIT. Und das Ziel von SMARS ist es am Ende einfach auch die lokal erzeugte erneuerbare Energie lokal zu verbrauchen und den Verbraucherinnen, die in den Projekten mitmachen, Handlungs- und Investitionsempfehlungen geben zu können, dass sie auch ihre eigene Energieeffizienz steigern können. Im Bereich der Energiedienstleistungen kommen immer wieder neue Aufgaben und Themenschwerpunkte auf uns zu. Auch gerade deshalb nehmen wir gerne an Forschungsprojekten wie das Forschungsprojekt SMARS teil. Wir hoffen uns eine verstärkte Kundenbindung und die Bedürfnisse des Kunden besser verstehen zu können. Wir werden einfach aus den Forschungsergebnissen, die dabei letztendlich rauskommen, werden wir auch lernen, wie die Ansprüche des Kunden in Zukunft sind. Und daraus werden wir dann unsere Lehren ziehen. Das IAI erhofft sich durch das Verbundprojekt genau 2 Dinge. Erstens die Stärkung der Zusammenarbeit mit Verbundpartnern wie Vivavis oder Energie Südwest. Zweitens möchten wir unsere Testgebäude viele Jahre in Benutzung haben für verschiedene Forschungsprojekte. SMARS ist nun das erste Projekt, welches diese Forschungsinfrastruktur für die Forschung nutzt und die dort gewonnenen Erfahrungen helfen uns für die nachhaltige Nutzung dieser Gebäude. Wir befinden uns jetzt gerade im Testgebiet hier in Ettlingen. Das Testgebiet ist ein Wohnquartier, welches über 2 PV-Anlagen verfügt und ein Blockheizkraftwerk, welches man hier hinter mir sieht. Die Wärme und der Strom aus dem Blockheizkraftwerk werden hier im Wohnquartier eingespeist und genutzt. Als Energie Südwest AG sind wir Betreiber hier von den Energieanlagen. Und die Energieanlagen insbesondere ist ein Blockheizkraftwerk, 2 Photovoltaikanlagen und natürlich das dazugehörige Wärmenetz und das Stromnetz. Zusätzlich gibt es hier im Lazarettgarten noch Photovoltaikanlagen von Endkunden, die wir installiert haben, aber im Besitz von den Endkunden sind und auch von denen betrieben werden. Der Strom, der von den Endkunden produziert wird, also von den Prosumern, wird hier auch in unser Stromnetz eingespeist und wir nehmen ihn dann ab. Ja, ich bin Jakob Meyer, wohne hier im Lazarettgarten und mache beim SMARS-Projekt mit. Also das mit der Photovoltaikanlage, daran fand ich einfach spannend, dass man natürlich unabhängig ist vom Strommarkt zu einem gewissen Grade und dass für mich das auch in Zukunft spannend sein wird, ob man vielleicht dann sein Auto mal als Batterie nutzen kann und somit dann einen mehr oder weniger geschlossenen Kreislauf hat, an Nutzung autark zu sein, auch nachts. Das ist ein interessanter Aspekt gewesen für mich. Das IAI ist im Wesentlichen an 2 Arbeitspaketen beteiligt. Zum einen der Analyse des Kundenverhaltens im Testgebiet. In unserem Fall sind es die 3 Experimentalgebäude am KIT Campus Nord. Hier haben wir die Möglichkeit, die Großgeräte wie Ladestationen, Photovoltaikanlagen oder Batteriespeichersysteme in unterschiedlichen zeitlichen Auflösungen zu messen. Zum anderen
ist es die Optimierung des Kundenverhaltens in unserem Testgebiet. Hier möchten wir schauen, dass diese 3 Gebäude als Testfeld optimal betrieben werden, sodass zum Beispiel die einzelnen Netzteilnehmer wie Kunden minimale Kosten haben. Im Forschungsprojekt erhalten die Teilnehmerinnen eine eigens entwickelte Tablet-App. In der App können sie ihre Präferenzen auswählen und aus verschiedenen Tarifen wählen. Sie können beispielsweise den lokal erzeugten Strom wählen oder ihren Verbrauch in Zeiten hoher Erzeugungsleistung verschieben. Und am Ende des Tages können die Kunden bzw. Teilnehmerinnen hierbei Energie, Emissionen und auch Geld einsparen. Mit SMARS wollen wir Stadtwerken und Stadtplanerinnen auch einen Werkzeugkasten an die Hand geben, mit dem sie Bürgerenergiegemeinschaften in Quartieren planen können. Dazu gehört dann eine Schnittstelle für die Präferenzerfassung von den Kunden, mit denen dann auch Optimierungslösungen für den Verbrauch von Wärme und Strom kombiniert werden können. Wir wollen dann über eine App auch noch weitere Smart Services anbieten können. Das kann zum Beispiel die Integration von einem Elektroauto sein oder das Bereitstellen von Nachfrageflexibilität. Außerdem kann man das dann auch noch beliebig modular mit weiteren Sensoren kombinieren. Das Energiesystem der Zukunft kennt keine One-Fits-All-Lösung. Eines steht fest: Dezentralisierung wird eine wesentliche Rolle spielen. Und gerade daran arbeiten wir in unserem Projekt SMARS. So wie wir es in den 3 Reallaboren umsetzen, denken wir, dass wir ein Standardwerkzeug entwickeln, das wirklich überall verwendet werden kann und eben so einen Beitrag leistet zur Energiewende. Klar kann das nicht allein uns vor dem Klimawandel retten. Aber damit haben wir eine Lösung, die uns alle angeht und die uns alle mitnimmt, um die Energiewende am Ende zu meistern.